Eine unerwartete Freundschaft. Es gibt Momente im Leben, in denen sich alles verändert. Momente, die man nie vergisst. Für Max war der Umzug in eine neue Stadt so ein Moment. Er hatte bis vor kurzem in Düsseldorf gelebt, einer großen Stadt, in der er sich wohlfühlte und viele Freunde hatte. Doch das Leben hatte unerwartete Wendungen genommen. Max' Eltern hatten sich vor einem Jahr scheiden lassen und seitdem lebte er mit seinem Vater zusammen. Als sein Vater ein neues Jobangebot in einer kleineren Stadt annahm, mussten sie umziehen. Max hatte keine Wahl, aber der Gedanke, Düsseldorf zu verlassen, seine vertraute Umgebung und seine besten Freunde hinter sich zu lassen, schmerzte ihn sehr. Nun stand er vor einer neuen Herausforderung, die ihn mehr ängstigte, als er zugeben wollte. Der erste Schultag in einer völlig fremden Schule. Die hohen Mauern der Schule schienen ihn zu erdrücken, und die unbekannten Gesichter der Schüler machten ihn noch nervöser. Als er an seinem ersten Schultag vor dem Eingang der neuen Schule stand, klopfte sein Herz bis zum Hals. Was, wenn niemand mich mag? Was, wenn ich keinen einzigen Freund finde? Diese Fragen kreisten unaufhörlich in seinem Kopf. Mit einem tiefen Atemzug betrat Max die Schule. Der Lärm der Schüler, die durch die Gänge eilten, fühlte sich für ihn wie ein riesiges Chaos an. Er fand schließlich sein Klassenzimmer und setzte sich in die hinterste Reihe. Niemand beachtete ihn wirklich. Während der Stunden versank er in seinen Gedanken, seine Augen auf das Lehrbuch gerichtet, doch seine Gedanken waren weit weg, bei seiner alten Schule und seinen Freunden. Jede Minute fühlte sich endlos an, und Max fragte sich, ob er sich jemals hier wohlfühlen würde. In der Pause saß Max allein auf einer Bank im Schulhof und starrte auf den Boden. Er fühlte sich verloren, als ob die Welt um ihn herum sich weiterdrehte, während er stillstand. Doch plötzlich wurde seine stille Welt von einer fröhlichen Stimme durchbrochen. Hey, du bist neu hier, oder? Max schaute auf und sah ein Mädchen, das ihn mit einem breiten Lächeln ansah. Ich heiße Lena. Stellte sie sich vor und setzte sich neben ihn. Lena war anders als alle anderen Schüler, die Max je getroffen hatte. Sie hatte eine Ausstrahlung, die den Raum erhellte, und eine Leichtigkeit, die Max sofort beruhigte. Sie war lebhaft, gesprächig und schien jeden in der Schule zu kennen. Doch was Max am meisten beeindruckte, war ihre Fähigkeit, ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht allein war. Ohne zu zögern, begann sie ihm von ihren eigenen Erfahrungen zu erzählen, wie es war, die Schule zu wechseln und neue Freunde zu finden. Max konnte nicht anders, als sich von ihrer Offenheit anstecken zu lassen. Weißt du, ich war vor 2 Jahren in einer ähnlichen Situation wie du. Meine Familie ist hierher gezogen, weil mein Vater einen neuen Job bekommen hat. Ich war so nervös, dass ich in der ersten Woche kaum mit jemandem gesprochen habe. Aber dann habe ich gemerkt, dass es nichts bringt, sich zu verstecken. Also habe ich angefangen, mit den Leuten zu reden. Und weißt du was? Es war gar nicht so schlimm. Die meisten Schüler hier sind wirklich nett und es hat nicht lange gedauert, bis ich Freunde gefunden habe. Max nickte, beeindruckt von Lenas Geschichte. Sie strahlte eine solche Zuversicht aus, dass er sich ein wenig von seiner eigenen Angst lösen konnte. Lena schlug vor, ihm die Schule zu zeigen und ihn ihren Freunden vorzustellen. Max war anfangs zögerlich, aber Lenas Energie und Freundlichkeit waren ansteckend. Sie führte ihn durch den Schulhof, zeigte ihm die besten Plätze, um in der Pause zu sitzen, und erklärte ihm, welche Lehrer streng waren und welche eher locker. An diesem Tag stellte Lena Max auch ihrer kleinen Clique vor, einer Gruppe von 4 Schülern, die sich fast immer in der Nähe des alten Baums im Schulhof trafen. Max fühlte sich plötzlich, als wäre er Teil einer neuen Welt. Die Gespräche, die Scherze, das gemeinsame Lachen, es war genau das, was er vermisst hatte. Er bemerkte, dass er seit seiner Ankunft zum ersten Mal richtig lachte, und dieses Lachen fühlte sich befreiend an. In den folgenden Tagen und Wochen verbrachten Max und Lena immer mehr Zeit miteinander. Lena half ihm nicht nur, sich in der neuen Schule zurechtzufinden, sondern öffnete ihm auch die Augen für all die positiven Seiten des Umzugs. Sie nahmen gemeinsam an Schulprojekten teil, gingen nach der Schule zusammen Eis essen und tauschten Geheimnisse aus, die nur echte Freunde miteinander teilen. Max war überrascht, wie schnell er sich an sein neues Leben gewöhnte. Es war, als hätte ihm das Leben eine zweite Chance gegeben.
und er wollte diese Chance nutzen. Die Freundschaft zwischen Max und Lena entwickelte sich zu etwas Besonderem. Lena zeigte Max, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und dass man nicht immer perfekt sein muss, um akzeptiert zu werden. Max lernte durch sie, dass es keine Schwäche ist, neue Dinge auszuprobieren und dass es manchmal die unerwarteten Wendungen im Leben sind, die uns die schönsten Überraschungen bringen. Am Ende des Schuljahres, als Max zurückblickte, verstand er, dass das Leben manchmal unerwartete Wendungen nimmt. Der Umzug, der ihm so viel Angst gemacht hatte, hatte ihm nicht nur eine neue Schule gebracht, sondern auch eine Freundschaft, die sein Leben bereichert hatte. Max lächelte, als er daran dachte, dass er in Lena eine Freundin fürs Leben gefunden hatte. Manchmal führt uns das Leben an Orte, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir dorthin gehen würden. Und genau dort finden wir das, was wir am meisten brauchen. Als die Sommerferien begannen, verbrachten Max und Lena noch mehr Zeit miteinander. Sie planten Ausflüge, besuchten den Stadtpark und entdeckten neue Hobbys, wie gemeinsam zu fotografieren oder Geschichten zu schreiben. Max hatte das Gefühl, dass das Leben ihm eine neue Chance gegeben hatte, und er war fest entschlossen, sie zu nutzen. Er wusste, dass er diese Freundschaft nie als selbstverständlich betrachten würde, denn sie war das Licht, das ihm geholfen hatte, aus der Dunkelheit seiner Ängste herauszufinden. Und so lernte Max, dass das Leben manchmal genau das bringt, was man braucht, auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Er hatte nicht nur eine neue Schule und eine neue Stadt gefunden, sondern auch eine neue Familie. Eine Familie aus Freunden, die immer für ihn da sein würden. Die Wendung. Die Geschichte nahm eine überraschende Wendung. Das Jobangebot. Er hat ein tolles Jobangebot erhalten. Der Atemzug. Sie nahm einen tiefen Atemzug, um sich zu beruhigen. Der Lärm. Der Lärm im Klassenzimmer war sehr laut. Das Klassenzimmer. Das Klassenzimmer war sauber und ordentlich. Die Reihe. In der ersten Reihe standen viele Stühle. Die Pause. In der Pause spielten die Kinder auf dem Schulhof. Die Bank. Sie saß auf der Bank und las ein Buch. Der Schulhof. Der Schulhof war voller spielender Kinder. Die Offenheit. Ihre Offenheit machte sie bei allen beliebt. Die Zuversicht. Mit Zuversicht blickte sie in die Zukunft. Die Clique. Die Clique traf sich jeden Freitagabend. Der Scherz. Sein Scherz brachte alle zum Lachen. Der Ausflug. Der Ausflug ins Grüne war entspannend. Lebhaft. Das Gespräch war sehr lebhaft und interessant. Gesprächig. Heute war er besonders gesprächig. Verloren. Er fühlte sich in der neuen Stadt verloren. Sich scheiden lassen. Nach vielen Jahren entschied sich das Paar, sich scheiden zu lassen. Eilen. Sie eilte zum Bahnhof, um den Zug nicht zu verpassen. Starren. Sie starrte auf das Bild an der Wand. Beruhigen. Sie versuchte, das weinende Kind zu beruhigen. Wechseln. Er musste den Job wechseln, um näher bei seiner Familie zu sein. Es gibt Momente im Leben, in denen sich alles verändert.
Momente, die man nie vergisst. Es gibt Momente im Leben, in denen sich alles verändert. Momente, die man nie vergisst. Für Max war der Umzug in eine neue Stadt so ein Moment. Für Max war der Umzug in eine neue Stadt so ein Moment. Er hatte bis vor kurzem in Düsseldorf gelebt, einer großen Stadt, in der er sich wohlfühlte und viele Freunde hatte. Er hatte bis vor kurzem in Düsseldorf gelebt, einer großen Stadt, in der er sich wohlfühlte und viele Freunde hatte. Doch das Leben hatte unerwartete Wendungen genommen. Max' Eltern hatten sich vor einem Jahr scheiden lassen und seitdem lebte er mit seinem Vater zusammen. Max' Eltern hatten sich vor einem Jahr scheiden lassen und seitdem lebte er mit seinem Vater zusammen. Als sein Vater ein neues Jobangebot in einer kleineren Stadt annahm, mussten sie umziehen. Als sein Vater ein neues Jobangebot in einer kleineren Stadt annahm, mussten sie umziehen. Max hatte keine Wahl, aber der Gedanke, Düsseldorf zu verlassen, seine vertraute Umgebung und seine besten Freunde hinter sich zu lassen, schmerzte ihn sehr. Max hatte keine Wahl, aber der Gedanke, Düsseldorf zu verlassen, seine vertraute Umgebung und seine besten Freunde hinter sich zu lassen, schmerzte ihn sehr. Nun stand er vor einer neuen Herausforderung, die ihn mehr ängstigte, als er zugeben wollte. Nun stand er vor einer neuen Herausforderung, die ihn mehr ängstigte, als er zugeben wollte. Der erste Schultag in einer völlig fremden Schule. Der erste Schultag in einer völlig fremden Schule. Die hohen Mauern der Schule schienen ihn zu erdrücken. Die hohen Mauern der Schule schienen ihn zu erdrücken. Und die unbekannten Gesichter der Schüler machten ihn noch nervöser. Als er an seinem ersten Schultag vor dem Eingang der neuen Schule stand, klopfte sein Herz bis zum Hals. Als er an seinem ersten Schultag vor dem Eingang der neuen Schule stand, klopfte sein Herz bis zum Hals. Was, wenn niemand mich mag? Was, wenn ich keinen einzigen Freund finde? Was, wenn niemand mich mag? Was, wenn ich keinen einzigen Freund finde? Diese Fragen kreisten unaufhörlich in seinem Kopf. Mit einem tiefen Atemzug betrat Max die Schule. Diese Fragen kreisten unaufhörlich in seinem Kopf. Mit einem tiefen Atemzug betrat Max die Schule. Der Lärm der Schüler, die durch die Gänge eilten, fühlte sich für ihn wie ein riesiges Chaos an. Der Lärm der Schüler, die durch die Gänge eilten, fühlte sich für ihn wie ein riesiges Chaos an. Er fand schließlich sein Klassenzimmer und setzte sich in die hinterste Reihe. Niemand beachtete ihn wirklich. Während der Stunden versank er in seinen Gedanken, seine Augen auf das Lehrbuch gerichtet. Doch seine Gedanken waren weit weg, bei seiner alten Schule und seinen Freunden. Jede Minute fühlte sich endlos an, und Max fragte sich, ob er sich jemals hier wohlfühlen würde. In der Pause saß Max allein auf einer Bank im Schulhof und starrte auf den Boden. Er fühlte sich verloren, als ob die Welt um ihn herum sich weiterdrehte, während er stillstand. Doch plötzlich wurde seine stille Welt von einer fröhlichen Stimme durchbrochen.
Hey, du bist neu hier, oder? Hey, du bist neu hier, oder? Max schaute auf und sah ein Mädchen, das ihn mit einem breiten Lächeln ansah. Max schaute auf und sah ein Mädchen, das ihn mit einem breiten Lächeln ansah. Ich heiße Lena. Stellte sie sich vor und setzte sich neben ihn. Ich heiße Lena. Stellte sie sich vor und setzte sich neben ihn. Lena war anders als alle anderen Schüler, die Max je getroffen hatte. Lena war anders als alle anderen Schüler, die Max je getroffen hatte. Sie hatte eine Ausstrahlung, die den Raum erhellte, und eine Leichtigkeit, die Max sofort beruhigte. Sie hatte eine Ausstrahlung, die den Raum erhellte, und eine Leichtigkeit, die Max sofort beruhigte. Sie war lebhaft, gesprächig und schien jeden in der Schule zu kennen. Sie war lebhaft, gesprächig und schien jeden in der Schule zu kennen. Doch was Max am meisten beeindruckte, war ihre Fähigkeit, ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht allein war. Doch was Max am meisten beeindruckte, war ihre Fähigkeit, ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht allein war. Ohne zu zögern, begann sie ihm von ihren eigenen Erfahrungen zu erzählen. Ohne zu zögern, begann sie ihm von ihren eigenen Erfahrungen zu erzählen, wie es war, die Schule zu wechseln und neue Freunde zu finden. Wie es war, die Schule zu wechseln und neue Freunde zu finden. Max konnte nicht anders, als sich von ihrer Offenheit anstecken zu lassen. Max konnte nicht anders, als sich von ihrer Offenheit anstecken zu lassen. Weißt du, ich war vor 2 Jahren in einer ähnlichen Situation wie du. Weißt du, ich war vor 2 Jahren in einer ähnlichen Situation wie du. Meine Familie ist hierher gezogen, weil mein Vater einen neuen Job bekommen hat. Meine Familie ist hierher gezogen, weil mein Vater einen neuen Job bekommen hat. Ich war so nervös, dass ich in der ersten Woche kaum mit jemandem gesprochen habe. Ich war so nervös, dass ich in der ersten Woche kaum mit jemandem gesprochen habe. Aber dann habe ich gemerkt, dass es nichts bringt, sich zu verstecken. Aber dann habe ich gemerkt, dass es nichts bringt, sich zu verstecken. Also habe ich angefangen, mit den Leuten zu reden. Und weißt du was? Also habe ich angefangen, mit den Leuten zu reden. Und weißt du was? Es war gar nicht so schlimm. Die meisten Schüler hier sind wirklich nett. Es war gar nicht so schlimm. Die meisten Schüler hier sind wirklich nett. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich Freunde gefunden habe. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich Freunde gefunden habe. Max nickte, beeindruckt von Lenas Geschichte. Max nickte, beeindruckt von Lenas Geschichte. Sie strahlte eine solche Zuversicht aus, dass er sich ein wenig von seiner eigenen Angst lösen konnte. Sie strahlte eine solche Zuversicht aus, dass er sich ein wenig von seiner eigenen Angst lösen konnte. Lena schlug vor, ihm die Schule zu zeigen und ihn ihren Freunden vorzustellen. Lena schlug vor, ihm die Schule zu zeigen und ihn ihren Freunden vorzustellen. Max war anfangs zögerlich, aber Lenas Energie und Freundlichkeit waren ansteckend. Max war anfangs zögerlich, aber Lenas Energie und Freundlichkeit waren ansteckend. Sie führte ihn durch den Schulhof, zeigte ihm die besten Plätze, um in der Pause zu sitzen. Sie führte ihn durch den Schulhof, zeigte ihm die besten Plätze, um in der Pause zu sitzen, und erklärte ihm, welche Lehrer streng waren und welche eher locker. Und erklärte ihm, welche Lehrer streng waren und welche eher locker. An diesem Tag stellte Lena Max auch ihrer kleinen Clique vor. An diesem Tag stellte Lena Max auch ihrer kleinen Clique vor. Einer Gruppe von 4 Schülern, die sich fast immer in der Nähe des alten Baums im Schulhof trafen. Einer Gruppe von 4 Schülern, die sich fast immer in der Nähe des alten Baums im Schulhof trafen. Max fühlte sich plötzlich,
als wäre er Teil einer neuen Welt. Max fühlte sich plötzlich, als wäre er Teil einer neuen Welt. Die Gespräche, die Scherze, das gemeinsame Lachen, es war genau das, was er vermisst hatte. Die Gespräche, die Scherze, das gemeinsame Lachen, es war genau das, was er vermisst hatte. Er bemerkte, dass er seit seiner Ankunft zum ersten Mal richtig lachte, und dieses Lachen fühlte sich befreiend an. Er bemerkte, dass er seit seiner Ankunft zum ersten Mal richtig lachte, und dieses Lachen fühlte sich befreiend an. In den folgenden Tagen und Wochen verbrachten Max und Lena immer mehr Zeit miteinander. In den folgenden Tagen und Wochen verbrachten Max und Lena immer mehr Zeit miteinander. Lena half ihm nicht nur, sich in der neuen Schule zurechtzufinden. Lena half ihm nicht nur, sich in der neuen Schule zurechtzufinden, sondern öffnete ihm auch die Augen für all die positiven Seiten des Umzugs. Sondern öffnete ihm auch die Augen für all die positiven Seiten des Umzugs. Sie nahmen gemeinsam an Schulprojekten teil. Sie nahmen gemeinsam an Schulprojekten teil, gingen nach der Schule zusammen Eis essen und tauschten Geheimnisse aus, die nur echte Freunde miteinander teilen. Gingen nach der Schule zusammen Eis essen und tauschten Geheimnisse aus, die nur echte Freunde miteinander teilen. Max war überrascht, wie schnell er sich an sein neues Leben gewöhnte. Max war überrascht, wie schnell er sich an sein neues Leben gewöhnte. Es war, als hätte ihm das Leben eine zweite Chance gegeben, und er wollte diese Chance nutzen. Es war, als hätte ihm das Leben eine zweite Chance gegeben, und er wollte diese Chance nutzen. Die Freundschaft zwischen Max und Lena entwickelte sich zu etwas Besonderem. Die Freundschaft zwischen Max und Lena entwickelte sich zu etwas Besonderem. Lena zeigte Max, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und dass man nicht immer perfekt sein muss, um akzeptiert zu werden. Lena zeigte Max, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und dass man nicht immer perfekt sein muss, um akzeptiert zu werden. Max lernte durch sie, dass es keine Schwäche ist, neue Dinge auszuprobieren. Max lernte durch sie, dass es keine Schwäche ist, neue Dinge auszuprobieren. Und dass es manchmal die unerwarteten Wendungen im Leben sind, die uns die schönsten Überraschungen bringen. Und dass es manchmal die unerwarteten Wendungen im Leben sind, die uns die schönsten Überraschungen bringen. Am Ende des Schuljahres, als Max zurückblickte, verstand er, dass das Leben manchmal unerwartete Wendungen nimmt. Am Ende des Schuljahres, als Max zurückblickte, verstand er, dass das Leben manchmal unerwartete Wendungen nimmt. Der Umzug, der ihm so viel Angst gemacht hatte, hatte ihm nicht nur eine neue Schule gebracht, sondern auch eine Freundschaft, die sein Leben bereichert hatte. Der Umzug, der ihm so viel Angst gemacht hatte, hatte ihm nicht nur eine neue Schule gebracht, sondern auch eine Freundschaft, die sein Leben bereichert hatte. Max lächelte, als er daran dachte, dass er in Lena eine Freundin fürs Leben gefunden hatte. Max lächelte, als er daran dachte, dass er in Lena eine Freundin fürs Leben gefunden hatte. Manchmal führt uns das Leben an Orte, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir dorthin gehen würden. Manchmal führt uns das Leben an Orte, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir dorthin gehen würden. Und genau dort finden wir das, was wir am meisten brauchen. Und genau dort finden wir das, was wir am meisten brauchen. Als die Sommerferien begannen, verbrachten Max und Lena noch mehr Zeit miteinander. Als die Sommerferien begannen, verbrachten Max und Lena noch mehr Zeit miteinander. Sie planten Ausflüge, besuchten den Stadtpark und entdeckten neue Hobbys. Sie planten Ausflüge, besuchten den Stadtpark und entdeckten neue Hobbys, wie gemeinsam zu fotografieren oder Geschichten zu schreiben.
wie gemeinsam zu fotografieren oder Geschichten zu schreiben. Max hatte das Gefühl, dass das Leben ihm eine neue Chance gegeben hatte, und er war fest entschlossen, sie zu nutzen. Max hatte das Gefühl, dass das Leben ihm eine neue Chance gegeben hatte, und er war fest entschlossen, sie zu nutzen. Er wusste, dass er diese Freundschaft nie als selbstverständlich betrachten würde. Er wusste, dass er diese Freundschaft nie als selbstverständlich betrachten würde. Denn sie war das Licht, das ihm geholfen hatte, aus der Dunkelheit seiner Ängste herauszufinden. Denn sie war das Licht, das ihm geholfen hatte, aus der Dunkelheit seiner Ängste herauszufinden. Und so lernte Max, dass das Leben manchmal genau das bringt, was man braucht. Und so lernte Max, dass das Leben manchmal genau das bringt, was man braucht. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Er hatte nicht nur eine neue Schule und eine neue Stadt gefunden, sondern auch eine neue Familie. Er hatte nicht nur eine neue Schule und eine neue Stadt gefunden, sondern auch eine neue Familie. Eine Familie aus Freunden, die immer für ihn da sein würden. Eine Familie aus Freunden, die immer für ihn da sein würden.